Hi, ich bin Alex von meinbafög.de und auf unserem Kanal erfährst du alles zum Thema BAföG und Studienfinanzierung. In diesem Video erkläre ich dir, was Auslands-BAföG ist, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um es zu erhalten, welche Unterschiede es zwischen den Aufenthaltsländern gibt, wie, wann und wo du Auslands-BAföG beantragen kannst, welche Zuschläge auf dich warten und ob du Auslands-BAföG überhaupt zurückzahlen musst. Viel Spaß bei dem Video. Wenn du dich dafür entscheidest, im Ausland zu studieren, kannst du unter bestimmten Voraussetzungen Auslands-BAföG beantragen. Die finanzielle Unterstützung soll dir dabei helfen, deinen Traum vom Auslandsaufenthalt zu erfüllen und die zusätzlichen Kosten, die im Ausland entstehen, zu decken. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um Auslands-BAföG zu erhalten? Um die Förderung zu erhalten, musst du grundsätzlich dieselben Voraussetzungen erfüllen wie beim Inlands-BAföG. Bekommst du also in Deutschland BAföG bzw. hast im Grunde nach einen Anspruch auf BAföG, dann kannst du auch damit rechnen, dass du BAföG für deinen Auslandsaufenthalt erhältst. Hast du jetzt aber kein BAföG erhalten oder hast du keinen Anspruch auf BAföG, nur aus dem Grund, weil das Einkommen deiner Eltern zu hoch ist, hast du dennoch gute Chancen, Auslands-BAföG zu bekommen, weil der Förderbetrag beim Auslands-BAföG höher ist als beim Inlands-BAföG. Neben den Standardvoraussetzungen gibt es auch noch 3 Voraussetzungen, die speziell für das Auslands-BAföG gelten. Erstens, du musst deinen ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Dabei ist wichtig zu wissen, dass dein ständiger Wohnsitz auch in Deutschland ist, selbst wenn du dich mehrere Jahre im Ausland aufhältst, um dort zu studieren. Aber auch wenn du deinen ständigen Wohnsitz im Ausland hast, kannst du Auslands-BAföG beantragen. Dann musst du deine Verbundenheit mit der deutschen Gesellschaft nachweisen können. Diese könntest du nachweisen, wenn du zum Beispiel 4 Jahre deiner Schulzeit in Deutschland verbracht hast. Zweitens, du kannst Auslands-BAföG nur dann erhalten, wenn die Uni, die du im Ausland besuchst, einer deutschen Uni gleichwertig ist, also die Zugangsvoraussetzungen der ausländischen Uni den Zugangsvoraussetzungen der deutschen Uni entsprechen. Drittens, dein Auslandsaufenthalt muss mindestens 6 Monate oder ein Semester dauern. Es gibt aber auch einige Ausnahmen, bei denen der Auslandsaufenthalt kürzer sein kann. Kannst du die genannten Spezialvoraussetzungen nicht erfüllen, kannst du auch kein Auslands-BAföG erhalten, auch wenn du in Deutschland BAföG erhalten hättest. An dieser Stelle eine kurze Bitte an euch. Viele von euch schauen unsere Videos, haben aber unseren Kanal leider noch nicht abonniert. Holt das gerne einmal nach und aktiviert die Glocke, so seid ihr immer auf dem aktuellen Stand, was die Themen BAföG und Studienfinanzierung angeht. Gibt es eine Förderungshöchstdauer bei dem Auslandsstudium in Europa? Besuchst du eine Berufsfachschule, Fachschule, höhere Fachschule, eine Akademie oder Hochschule, kannst du innerhalb der Europäischen Union und in der Schweiz von Beginn an bis zum Erwerb des ausländischen Ausbildungsabschlusses gefördert werden. Das heißt, du kannst zum Beispiel dein ganzes Bachelorstudium im europäischen Ausland oder in der Schweiz machen, dich aber auch dafür entscheiden, nur ein Semester ins Ausland zu gehen und an der ausländischen Uni in deinem Studiengang weiter zu studieren. Gibt es eine Förderungshöchstdauer bei einem Auslandsstudium außerhalb Europas? Außerhalb der EU oder Schweiz kannst du Auslands-BAföG für höchstens 1 Jahr und bei Ausnahmen auch bis zu 2,5 Jahren erhalten. Diese Ausnahmen sind aber an sehr strenge Voraussetzungen geknüpft. Ein komplettes Studium in Ländern wie Neuseeland oder Australien ist also nicht möglich, es sei denn, es handelt sich um einen einjährigen Masterstudiengang. Dann kannst du unter Umständen auch für das Studium im Ausland BAföG erhalten. Welche Zuschläge gibt es beim Auslands-BAföG? Es gibt 4 besondere Zuschläge zu deinem monatlichen Bedarf, auf die du dich beim Auslands-BAföG freuen kannst und weswegen der Förderbetrag auch meist höher ist als der Förderbetrag des Inlands-BAföGs. Erstens, du kannst einen Zuschlag für deine Studiengebühren im Ausland erhalten. Diese sind von Uni zu Uni und von Land zu Land unterschiedlich.
Um den Zuschlag zu erhalten, musst du nachweisen, dass diese Studiengebühren notwendig sind und dass du dich darum bemüht hast, die Studiengebühren erlassen zu bekommen oder eine Ermäßigung zu erhalten. Dafür kannst du ganz einfach deiner Uni eine E-Mail schreiben und diese E-Mail und die Antwort deiner Uni als Nachweis einreichen. Zweitens, auch für deine Reisekosten erhältst du einen Zuschlag. Hier kommt es ebenfalls darauf an, in welchem Land du deinen Auslandaufenthalt machst. Da man davon ausgeht, dass die Reisekosten in ein europäisches Land günstiger sind als in ein außereuropäisches Land, erhältst du außerhalb der EU einen höheren Zuschlag als innerhalb der EU. Die Studiengebühren und Reisekosten werden dann anteilig zu deinem monatlichen Bedarf gezahlt. Da außerhalb der EU und der Schweiz die Lebensunterhaltskosten meist höher sind als hier, erhältst du zusätzlich zu deinem Bedarf noch einen vom jeweiligen Land abhängigen Auslandszuschlag. Eine aktuelle Liste der Auslandszuschläge findest du in unserem Blogbeitrag. Viertens. Hast du vielleicht durch eine Auslandskrankenversicherung bestimmte Zusatzkosten, erhältst du auch hier einen Zuschlag, maximal jedoch bis zum Krankenversicherungszuschlag des Inlands-BAföGs. Muss Auslands-BAföG zurückgezahlt werden? Auslands-BAföG ist genauso wie das Inlands-BAföG zur Hälfte ein Zuschuss und zur Hälfte ein Darlehen. Das heißt, die eine Hälfte ist geschenkt und die andere Hälfte muss zurückgezahlt werden. Die Besonderheit am Auslands-BAföG ist, dass du den Zuschuss für die Studiengebühren nicht zurückzahlen musst. Wann sollte und wo kann der Antrag auf Auslands-BAföG gestellt werden? Du musst den Antrag auf Auslands-BAföG beim zuständigen Auslands-BAföG-Amt stellen. Das geht auch ganz unkompliziert online über uns. Es ist ganz wichtig, dass der Antrag mindestens ein halbes Jahr vor Reiseantritt gestellt wird. So hat das BAföG-Amt genügend Zeit, über den Antrag zu entscheiden und deiner Planungssicherheit steht nichts mehr im Wege. Hast du noch Fragen? Schreib sie gerne in die Kommentare und schau auf unserem Kanal und auf unserer Webseite vorbei. Dort haben wir viele hilfreiche Videos und Ratgeber zum Thema BAföG und Studienfinanzierung. Du willst einen Antrag stellen? Das kannst du auch bei uns machen. Den Link zur Antragserstellung und alle weiteren hilfreichen Links findest du in der Videobeschreibung. Das Team von meinbafög.de und ich wünschen dir jetzt erst einmal alles Gute und ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.